Wir hätten nicht gedacht, dass sich das hier so anfühlt. Ja, gerade hier in diesem Wald wird unser Alltag gefühlt noch einfacher, als er eh schon ist. Und unser Fokus geht wirklich darauf, runterzufahren, hier barfuß durch diese grüne Wiese zu laufen und wirklich die ganze Natur mit den Vogelgeräuschen, mit dem leuchtenden Grün, mit dem Kiefernduft, alles bewusst aufzunehmen. Und das richtet halt nochmal mehr den Fokus darauf, wie schön die ganzen kleinen Dinge in unserem Alltag eigentlich sind. Der Wald macht auf jeden Fall viel mit unserer Stimmung und irgendwie fühlt es sich total verwurzelt an. Vorher waren ja die Landschaften und die Gegenden recht kahl und es gab nicht viele Bäume, es war nicht so grün und als wir hergekommen sind, war das so richtig, ja, fühlt sich irgendwie ein bisschen nach zu Hause an. Es ist ja einfach so ruhig, so im Kopf und im ganzen Körper und es ist mega, mega angenehm. Ja, und gerade diese Ruhe, was du sagst, das wirkt sich auf jeden Fall auch sehr entschleunigend auf unser allgemeines Tempo aus. Also alles wird irgendwie nicht nur ruhiger, sondern auch gleichzeitig langsamer. Was auch total schön ist, wir haben hier kein Handyempfang. Es trägt nochmal dazu bei, dass wir nochmal bewusster in der Natur sind und uns aufhalten und uns nochmal viel mehr mit uns beschäftigen und mit dem, was ja um uns herum passiert. Hier sind total viele Schafe, die vorbeikommen, voll viele Hunde, Schildkröten, ja, alles am Start, Vögel. Und so rein emotional und mental ging es mir auf jeden Fall am Anfang so, dass ich gemerkt habe, dass zuerst beim Runterkommen mein Kopf irgendwie viel mehr gerattert hat, weil halt erst so ein Raum sich öffnen durfte, dass meine Gedanken wirklich mal wieder aufploppen können. Weil vorher, wo wir viel unterwegs waren, viel Strecke gemacht haben, viel am Handy waren und auch produktiv waren, bin ich natürlich dann eher wirklich nur mit den Gedanken, was ist jetzt zu tun, was ist die nächste Aufgabe, wo geht es als nächstes hin, wie ist die beste Strecke, wo ist der nächste Stellplatz, wo bekommen wir Wasser her und so weiter und so fort. Und hier, durch diesen Raum, konnte sich das Ganze wirklich so ein bisschen beruhigen und wirklich so ein bisschen dämpfen und ja, dem Ganzen wirklich Platz gegeben werden, dass jetzt, nachdem alles einmal da war, das Ganze wieder schön ruhig und entspannt fließen darf. Ja, das Leben im Van bedeutet nicht automatisch, dass man gesund ist. Hier ist irgendein Tier. Willkommen in der Natur. Und ja, wie Sadie schon eben gesagt hat, vorher waren es so unfassbar viele Eindrücke. Klar waren wir da auch in der Natur und wir haben versucht, alles so gut es ging aufzunehmen. Trotzdem haben wir halt viel Strecke gemacht, sind von A nach B, wollten ja auch so viel sehen wie möglich. Und dadurch sind auch so ein paar Rituale abhanden gekommen, was wir jetzt hier gemerkt haben, was irgendwo auch gefehlt hat, unbewusst. Und ja, das darf hier im Wald gerade alles wieder praktiziert werden. Aber ich finde, du hast das voll gut beschrieben. Ich finde, das ist vor allem für mich so eine auch Erinnerungsphase, dass gerade auch in den Momenten, die ein bisschen stressiger sind oder wo ein bisschen mehr Ablenkung da ist, dass ich das wieder für mich mitnehmen möchte. Gerade auch so im normalen Alltag, auch wenn es jetzt wieder Richtung Deutschland geht und so weiter und so fort, dass ich da für mich wirklich mir diese kleinen Oasen der Ruhe einfach selber schaffe. Oder ich muss eigentlich sagen, dass ich mir das selber gönne. Das hier ist auch voll die schöne Erinnerung, dass wir aufhören, immer zu suchen und immer mehr haben zu wollen und immer nach dem Mehr streben wollen, sondern dass wir einfach den Moment, so wie er gerade ist, komplett wahrnehmen und auch genießen. Und das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen, gerade wenn es jetzt für uns wieder nach Deutschland geht, weil das ist so, so essentiell für das eigene Leben und auch für das Umfeld.
Das kann ich wirklich nur bestätigen. So, wenn ich jetzt aus unserer Perspektive spreche, im Vanlife haben wir schon immer so die Jagd nach dem schönsten Spot, hier in Marokko, den schönsten Gegenden und auch, dass wir hier irgendwie nichts verpassen wollen, weil du fährst hier 2 Stunden und es gibt immer so viele Sachen zu sehen und dann ist wirklich die Jagd nach dem schöneren, dem besseren, dem tolleren Platz, dem besseren Wetter und es ist genauso, wie du gesagt hast, also da bin ich komplett mit einverstanden, dass wir wirklich einfach die Momente so nehmen und das mit dem Genießen, das fand ich auch so toll, dass wir die Momente so genießen, wie sie für uns gerade da sind. Ja, und was auch wichtig ist für mich, dass ich aufhöre, immer was verändern zu wollen, sondern es einfach annehme, wie es gerade ist, weil dadurch können bei mir die Gedanken viel, viel besser wieder gehen, also sich auflösen. Weil oftmals ist es halt so, dass ich dann im Kopf habe, okay, das Ritual, das muss ich noch praktizieren, ah ja, das tut noch gut. Es gibt ja so viele Möglichkeiten und gerade so durchs Internet wird einem ja noch immer mehr gezeigt, was man machen kann. Und es kann halt auch einfach eine komplette Überflutung sein. Also, dass ich mich einfach rausnehme und die Stille zulasse, ohne irgendwie was verändern zu wollen. Ich glaube, das ist für mich auch so eine Erkenntnis. Wow. Und gerade beim Punkt, Dinge irgendwie verändern wollen, ich habe mich halt auch sehr stark dabei erwischt in den letzten Wochen, dass ich immer alles versucht habe, irgendwie einzuordnen, in Schubladen zu stecken, irgendwelche Erklärungen in meinem Kopf zu suchen und zu finden und alles irgendwie zu stark zu analysieren. Und hier im Wald wird mir das halt erst so richtig bewusst, was für unnötige Gedanken ich mir gemacht habe, beziehungsweise wie sehr ich meine Kapazität in etwas gesteckt habe, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, wo nichts bei rumkommt. Hast du ein Beispiel? Ja, zum Beispiel, wir sind am Spot, wir denken zum ersten Mal, es kommt kein Marokkaner vorbei, der uns irgendwas andrehen will. Und dann habe ich natürlich direkt schon, als er kam, geschaut, hey, was ist das für einer? Hat er einen Rucksack dabei? Ist da irgendwas drin, was der mir andrehen will? Was hat er in seinen Taschen drin? Nur als Beispiel. Und schlussendlich war der wirklich sehr arm dran und hat sich halt riesig darüber gefreut, dass ich ihm 2 Paar Socken geschenkt habe, die auch direkt stolz angezogen hat und Übereinander. sitzend im Boden so gefühlt mit seinen neuen Socken geklatscht hat. Na, das ist jetzt so ein Beispiel, was jetzt vorgestern war. Oder aber auch, dass ich dann durch die Städte fahre und dann sehe, wie da der Müll in der Ecke liegt und dann da Hunde irgendwie im Müll noch rumwühlen und dann ordnet mein Verstand das auch direkt ein. Ne? Das ist einfach so. Oder sei es die marokkanische Bauweise, dass dann da auch irgendwelche Kabel lose rumhängen und hast du dich gesehen, es keine richtige Straße gibt, sondern weil da nur so ein unfertiger Bordstein ist. Das ist mein Kopf, der dann alles irgendwie kategorisiert und nach Katalog von A bis Z einsortiert. Ja, und da sehe ich ja auch wieder, wie krass mein Fokus dann auch gelenkt wird, ne, durch das Kategorisieren. Weil würde ich das auf mich innerlich selbst anwenden, dann wäre es natürlich viel sinnvoller, als wenn ich versuche, im Außen alles irgendwie einzuordnen. Oh, danke für die geile Frage, wirklich. Zusammengefasst können wir auf jeden Fall sagen, dass es nicht um Perfektion geht, sondern um bewusste Entscheidungen, was die Einfachheit angeht. Und wie gut die Einfachheit auch tut. Also es ist schon so, dass die Natur auf jeden Fall dabei hilft. Allerdings für mich oder für uns nur unter der Voraussetzung, dass wir uns da auch wirklich drauf einlassen und dem Ganzen auch den Raum schenken. Ja, dass wir die Sinnesorgane schärfen und wirklich bewusst hinschauen, sei es was das Äußere betrifft, aber auch was mein Inneres oder unser Inneres betrifft. Ja, und wir laden euch an dieser Stelle einmal ein, bewusst zu reflektieren und dass du dich fragst, was brauche ich gerade und was tut mir gerade gut. Ja. Und vielleicht auch irgendwie, was es da gibt, was dich so richtig runterbringt und in die Entspannung bringt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Und ja, wir wünschen auf jeden Fall eine wohltuende und reflektierende Zeit. Bis dahin. Tschüssi. Tschaußen.